Gibt es etwas, das eine ähnliche Wirkung wie Synthesit hat? Ich denke, Monodrogen, die Drogen basierend auf einem aktiven Inhaltsstoff mit ähnlicher Wirkung, über dessen bin ich mir aber nicht bewusst. Marina, danke, dass Sie gekommen sind aus St. Petersburg. Es ist eine lange Reise. Tatsächlich gibt es Menschen, die unser Projekt verfolgen, welche Wirkung Synthesit auf die Gesundheit hat und natürlich die Arbeit. Ihr Bericht zu den Testergebnissen von Synthesit auf das Zellmodell. Es scheint von großem Interesse zu sein und Sie haben die Arbeit an Tumorzellen durchgeführt. Kurz gesagt, können Sie uns darüber erzählen, was es ist? Bitte nicht dem Befundnis nach, aber Ihrer Meinung nach. Ja, natürlich, Wladislaw. Vorerst vielen Dank für die Einladung nach Sotschi. Es ist mir eine große Freude, die Erfahrung mit Synthesis als potenzielles Medikament zu machen im Rahmen von zukünftiger Prävention und Behandlung von chronischen Krankheiten. Wie Sie bemerkt haben, wählten wir Tumorzellen, weil das Problem des Krebs weiterhin ein akutes Problem der heutigen Zeit des Gesundheitssystems ist. Wir wählten in diesem Sinne eines der häufigsten, den Darmkrebs und den Lungenkrebs. Unnötig zu sagen, dass Patienten mit dieser Erkrankung konstant in Behandlung sind. Und es war interessant zu sehen, wie Synthesit Einfluss auf die Tumorzellen und normalen Körperzellen nimmt. Zu unserer Überraschung, eine angenehme Überraschung, fanden wir heraus, dass Synthesit in der Lage ist, Tumorzellen mit einer ziemlich hohen Effizienz abzutöten. Gleichzeitig ist es völlig sicher für menschliche Zellen, für gesunde Zellen, welches uns grundsätzlich eine große Gelegenheit für zukünftige Forschungen, für weitere Studien zu diesem Produkt gibt. Und natürlich die erste Frage, die aufkam: Wie funktioniert es? Auf was basiert es? Ja, was ist der Wirkungsmechanismus? Synthesit ist ein auf Eisen basiertes Produkt. Erstens, und Krebszellen, Tumorzellen sind die Zellen, die es gewöhnt sind, in einer sauerstoffarmen und nährstoffarmen Umwelt zu überleben. Und das ist die Grundlage der wichtigsten Adaptierungsprozesse, der Hauptunterschied, der sich von normalen Zellen unterscheidet. Man kann davon ausgehen, dass es der oxidative Stress ist. Die Erzeugung von aktiven Sauerstoffformen selbst kann ein wichtiger Wirkungsmechanismus von Synthesit sein. Darüber hinaus wirkt sich dieser oxidative Stress speziell auf Tumorzellen aus im Vergleich zu normalen menschlichen Zellen. Wir haben vor den Videoaufnahmen über dieses Thema bereits diskutiert. Es sollte verstanden werden, dass sich Tumorzellen entwickeln und generell das Fortschreiten des Tumors als Folge von Sauerstoffmangels resultiert. Es ist Sauerstoffmangel. Hypoxia ist eine unvermeidbare Folge der Entstehung eines Tumors. Je größer der Tumor unter den Bedingungen der gegenwärtigen Stadien der medizinischen Entwicklung wächst, kann ein Tumor in der Regel kaum in den frühen Stadien seiner Entwicklung erkannt werden. In der Regel sehen wir ziemlich große Neoplasmen und bei den Tumoren wird immer Sauerstoffmangel beobachtet, besonders im Zentrum des Tumors, wo es schwierig ist, für Sauerstoff hinzugelangen, sowie für Nährstoffe und somit auch für die Medizin, was die Behandlung des Tumors immer behindert. Wir sehen immer Anpassungsfähigkeit an einer Umgebung mit niedrigem Sauerstoffgehalt. Der Tumor entwickelt sich bei niedrigem Sauerstoffgehalt. Genau, das heißt, Synthesit aktiviert das hämatopoietische System, aktiviert den Sauerstofftransport und schafft damit eine tumorsuppressive Umgebung. Und dadurch stirbt er ab, während es praktisch keine Auswirkungen auf gesunde Zellen hat. Wir wissen noch nicht, wie Synthesit genau funktioniert. Hier ist eine der Hypothesen. Wie Sie feststellen konnten, kann sich die Blutversorgung ebenso verbessern, die Sauerstoffversorgung der Tumorzellen erhöhen, welches definitiv ihre Lebensfähigkeit verschlechtert. Und das ist der entscheidende Stressfaktor für ihre Existenz. Zur gleichen Zeit anscheinend kann das Eisen selbst als toxisches Mittel auf die Tumorzellen wirken und es bewirkt die Erzeugung reaktiver Sauerstoffspezies, welches die Tumorzellen sich selbst töten lässt.
Und wir können jetzt schon sagen, dass vor der Behandlung mit Synthesit, während es noch zu früh ist, um dies zu sagen, aber als Prävention ist dies im Prinzip bereits der Fall. Nun, als Prävention kann dies bereits gerechtigt werden. Wir müssen weitere Tests betreiben, natürlich um herauszufinden, wie genau das System funktioniert, warum wir diesen positiven Effekt erhalten, in den In-vitro-Modellen beobachten konnten. Aber Sie sagten, dass Sie Experimente mit Nanostrukturen, Nanomaterialien und Nanomikroelementen durchgeführt hatten und das Ergebnis war gut, komplett anders. Und Leute fragen immer wieder, vielleicht müssen Sie einfach nur das Eisen untersuchen oder gibt es hier einen Unterschied? In Bezug auf Nanomaterialien, welche sich geringfügig in ihren Aktivitäten unterscheiden, die Tatsache ist, dass sie nicht sehr spezifisch sind. Ich würde sagen, dass sie im Vergleich zu Synthesit nicht sehr spezifisch sind. Im Grunde genommen töten sie beide, gesunde Zellen und die Tumorzellen. Und das ist ein ausschlaggebendes Problem der modernen nanotherapeutischen Ansätze. Und zweifellos gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, Nanotherapie mit anderen Ansätzen zu kombinieren, welche spezifischer darin sind, Nanopartikel in den Tumorbereichen abzugeben. Und dabei wäre in diesem Fall die Behandlung gerechtfertigt. Aber die systematische Verwendung von Nanopartikeln kommt immer noch nicht in Frage, zumindest bei der Behandlung von Krebs, weil es für einen Patienten sehr unsicher ist. Ja, weil die Nanopartikel auch gesunde Zellen abtöten. Sie können gesunde Zellen abtöten, während Synthesit für gesunde Zellen unsicher ist. Nun, ich habe Ihnen ebenso die Ergebnisse vorgestellt, die an Affen experimentell getestet wurde, welche eine Zunahme der Anzahl der Blutplättchen zeigten. Und um ehrlich zu sein, da ich kein Arzt oder Biologe bin, sind wir im Grunde nach eher in Physik und Chemie involviert. Und Ihrer Meinung nach, was ist der Grund der Zunahme der Anzahl der Blutplättchen und ist es bekannt, dass Synthesit gleichzeitig den Blutfluss verbessert? Eigentlich ist es eine sehr interessante Beobachtung. Ich bin sehr froh, dass ich das durch die Ergebnisse erlernen konnte und diese vorläufige Schlussfolgerung ziehen konnte. Tatsächlich ist, dass Thrombozyten einen wichtigen Wachstumsfaktor liefern. Die Wachstumsfaktoren fördern die Regeneration der Blutgefäße und des zentralen Nervensystems. Natürlich, Thrombozyten gehen nicht auf diese Art ins Gehirn, aber wenn wir von Menschen mit Schlaganfallsymptomen sprechen, wo die Verbindung zwischen dem zentralen Nervensystem und dem Blut beeinträchtigt ist und Blutplättchen frei ins Gehirn gelangen, wenn dieser Fluss durch Synthesit kontrolliert werden kann, kann dies ein positiver Faktor sein. Zur gleichen Zeit werden einige Experten Ihnen widersprechen und sagen, dass das ein Risiko sein könnte, und zwar der Faktor der Thrombose. Aber gleichzeitig, wie Sie bemerkt haben, sehen wir eine Verbesserung im Blutfluss und ein verringertes Risiko von Blutgerinnseln. Sie haben mit diesen Zellmodellen verschiedene Experimente mit verschiedenen Materialien, Präparaten und Substanzen durchgeführt. Gibt es eine ähnliche Wirkung wie die von Synthesit im tatsächlichen Ergebnis? Ich denke, Monodrogen, die auf einem einzigen Wirkstoff mit ähnlicher Wirkung basieren, sind mir zumindest noch nicht bewusst. Sobald wir anfangen, auf dem Gebiet der Antikrebstherapie zu arbeiten, jegliche Medikamente, die wir anfangen zu testen, haben in der Regel eine toxische Wirkung auf gesunde Zellen. Und in dieser Hinsicht unterscheidet sich Synthesit positiv von denen, die ich untersuchen durfte, was definitiv ein günstiger Faktor für Patienten ist. Gleichzeitig können sie dies überwinden, indem sie Substanzen miteinander kombinieren. Aber in diesem Fall würden wir Synthesis als Monodroge behandeln und das erleichtert wiederum den Weg, die Substanz zu erhalten, sowie Nebenwirkungen. Forschungen werden fortgesetzt. Ich hoffe, dass wir miteinander zusammenarbeiten können. Marina, vielen Dank, Marina. Ich denke, wir werden ebenso unsere Erfolge aufzeichnen, darüber berichten und sprechen. Danke für die Einladung. Natürlich werden wir weiter miteinander arbeiten und das volle Potenzial aus Synthesit schöpfen. Durch andere Experimente, denke ich, können wir in Zukunft über noch viel Neues berichten.